Hallo, schön, dass du den Weg zu diesem Video gefunden hast. Vor wenigen Monaten hatte ich ein Video über die Aktie von Fashionette veröffentlicht. Damals sah es gut aus, der Kurs drehte sich nach oben und auch die Unternehmenskennzahlen waren ordentlich, weshalb ich einen Kauf ausgesprochen hatte. Allerdings hatte ich auch darauf hingewiesen, dass das Risiko bei diesem Titel sehr hoch ist. Doch der Kurs fiel anschließend immer weiter und ich erhielt folgenden Kommentar unter dem Video. Hi, könntest du ein neues aktuelles Video von der Aktie machen? Sie geht ja wieder steil bergab und ich bin blöderweise bei einem Kurs von 11 € rein. Das ist natürlich nicht gut. Daher schaue ich mir nochmal Fashionette an und gebe noch ein paar Gedanken, wie man mit Verlusten umgehen sollte. Doch zuerst der Risikohinweis. Ich mache hier keine Anlageberatung, sondern es geht hier nur um meine persönliche Meinung. Wenn du Geld in Aktien investierst, kannst du Geld gewinnen, aber auch verlieren. Es ist dein Geld und du allein trägst das Risiko. Für die Richtigkeit der hier genannten Zahlen kann ich keine Gewähr übernehmen. Erkundige dich selbst nochmal, bevor du die Aktie kaufst. Ende Dezember wurde die Aktie von Fashionette mit etwa 22 € gehandelt. Mittlerweile, im April 2022, steht der Kurs bei etwa 7 €, womit ein Kursrücksetzer von etwa 70% zu verzeichnen ist. Doch warum bricht der Kurs so stark ein? Und liegt es an den Unternehmenszahlen? Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatzplus von 41% mit fast 1 Million aktiver Kunden und erreichte ein positives operatives Ergebnis. Die Zahlen sprechen also für einen steigenden Kurs. Immerhin gehören zu den fast 1 Million Kunden etwa 750.000 Neukunden. Alle Zeichen stehen auf Wachstum und sollten den Aktienkurs beflügeln. Doch warum sinkt der Kurs? Der Kurs fiel am 31.03.2022 besonders stark. Auslöser könnte die Ankündigung des derzeitigen CEO der Fashionette AG, Daniel Raab, gewesen sein. Dieser kündigte an, dass er Ende September 2022 von seinem Amt zurücktreten wird. Der neue Nachfolger von Daniel Raab, welcher noch nicht bekannt ist, wird jedoch keine leichte Aufgabe haben. Durch die starke Inflation, welche die Energie- und Lebensmittelpreise stark ansteigen lässt, werden die Kunden weniger Geld zur Verfügung haben, um sich neue Textilien zu bestellen. Für die Modebranche wird dies eine harte Zeit werden. Am 28. April 2022 werden die neuen Geschäftszahlen veröffentlicht. Dies könnte der Tag für einen Richtungswechsel sein. Wenn man nun in Fashionette investiert ist, bleibt einem eigentlich nur 3 Möglichkeiten. Erstens, schnellstens verkaufen, um weitere mögliche Kursverluste zu vermeiden. Zweitens, einfach die Füße stillhalten und darauf warten und hoffen, dass sich der Kurs erholt. Drittens, noch mehr Aktien kaufen, da der Kurs derzeit extrem günstig erscheint. Dadurch verringert sich auch der Durchschnittseinkaufskurs und man kommt schneller in die Gewinnzone, wenn es wieder bergauf geht. Ich selbst bin nicht in Fashionette investiert, daher kann ich nun locker darüber reden. Wie man nun mit der Aktie handelt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Natürlich kann und werde ich nicht sagen, was man machen sollte, aber ich kann gerne ein paar Denkanstöße geben. Unabhängig vom derzeitigen Kursverlauf sollte man sich überlegen, weshalb man damals die Aktie gekauft hatte und ob diese Gründe immer noch bestehen. Wie schätzt man die Zukunft des Unternehmens ein? Glaubt man an das Geschäft? Wenn man den Glauben an Fashionette verloren hat, sollte man die Aktie verkaufen, auch wenn dadurch ein Verlust realisiert wird. Geht man davon aus, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist, und davon gehe ich persönlich noch von aus, kann man die Aktie auch gerne halten und auf einen Richtungswechsel warten. Die Aktie kaufen würde ich derzeit jedoch nicht, da noch nicht absehbar ist, ob der Kurs weiter runtergehen wird. Ich würde die Aktie beobachten und wenn ein deutlicher Aufschwung zu erkennen ist, auch mal etwas investieren. Ich würde am liebsten sagen können, wie man nun richtig handelt. Leider kann ich auch nicht in die Zukunft sehen. Die Zahlen wie Umsatz und Gewinn sprechen für Fashionette. Der Verlauf vom Aktienkurs spricht voll gegen Fashionette. Man sollte sich auch nicht an einer Aktie festklammern mit der Hoffnung, dass man sie eines Tages mal wieder mit Gewinn verkaufen kann. Das Geld, welches man durch einen Verkauf erhalten würde, könnte man auch in einen anderen Titel investieren, welcher vermutlich besser läuft. Wenn man die Aktie nun verkauft, sollte man auch mit dem Kapitel abschließen und sich nicht ärgern, wenn der Kurs doch wieder hochgeht. Damit man erst gar nicht groß am Verzweifeln ist, nicht das Ganze und den größten Teil des Geldes in einen Titel stecken. Wenn dieser Titel an Wert verliert, reißt es gleich das komplette Depot herunter. In meinem Depot hat der größte Einzeltitel einen Anteil von etwa 4%. Wenn dieser Titel einbrechen sollte, kann ich das noch gut verkraften. Ich hoffe, dass ich mit meinen Gedanken zur Fashionette-Aktie etwas helfen konnte bei deiner Entscheidung.
Danke für das Anschauen des Videos. Wenn du weitere Aktieninfos bekommen möchtest, abonniere doch diesen Kanal und aktiviere die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Hier sind noch ein paar weitere Videos, die dich vielleicht interessieren könnten. Ich wünsche dir noch alles Gute und einen erfolgreichen Tag. Ciao.